Was ich aber aus diesen Überlegungen und so mitgenommen habe, ist einfach eine riesige Motivation für die Zukunft, sowohl beim FC Bayern als auch bei der Nationalmannschaft, dass wir einfach allen zeigen wollen, dass wir es besser können. Seit einer Woche ist er wieder im Training, jetzt ist er bei uns im Interview. Vielen Dank, Thomas Müller. Hallo. Erzähl uns ein bisschen, wie war die erste Woche wieder an der Sebener Straße, bei dir zu Hause und wie war auch der Urlaub? Hast du dich schön erholen können? Ja, erstmal war es schön, die Jungs wieder zu sehen, auch wenn noch nicht alle da waren, wobei am Montag sind ja der Hauptteil der Mannschaft aus den USA wiedergekommen und da haben wir uns am Trainingsgelände noch kurz gesehen. Gestern hatten wir jetzt einen Tag frei. Und das war nach der ersten Trainingswoche auch nötig, damit die Beine mal wieder ein bisschen Luft kriegen. Weil wir haben natürlich schon nach den Trainingsplänen von Niko Kovac gearbeitet. Peter Hermann, den wir ja doch noch halten konnten, Gott sei Dank. Das Team freut sich darüber sehr. Hat uns mit uns trainiert, mit den Nationalspielern, die jetzt schon wieder da sind. Und ja, es hat Spaß gemacht, aber wir haben nicht immer den Ball gesehen. Also es wird schon intensiv gearbeitet. Ihr hattet ein paar Wochen Zeit im Urlaub, auch die WM ein bisschen zu verarbeiten. Wie bist du damit umgegangen? Wie lange nimmt man das auch mit in Urlaub und wie verarbeitet man das? Ja, natürlich ist man direkt kurzfristig nach dem Ausscheiden extrem damit beschäftigt gewesen, auch eben zu analysieren, sich zu hinterfragen, woran hat es denn jetzt letztendlich gelegen, weil ja, mit so einer Art von Ausscheiden und mit dem Misserfolg kann man schlecht umgehen, hat man auch nicht damit gerechnet und war natürlich alles andere als das Ziel. Natürlich liegen im Fußball Glück und Pech oft nah beieinander. Wenn wir gegen Südkorea, die Chancen waren ja da, auch ein Tor erzielt hätten, dann wäre man eine Runde weiter gewesen und dann weiß man nie, wie weit es geht. Andererseits kann man den Finger natürlich schon auch in die Wunde legen und muss feststellen, dass wir in dieser Gruppe Tabellenletzter geworden sind und das beschäftigt einen natürlich schon. Und dementsprechend waren die ersten Tage, als wir wieder zu Hause waren, jetzt nicht die schönsten meines Lebens. Was ich aber aus diesen Überlegungen und so mitgenommen habe, ist einfach eine riesige Motivation für die Zukunft, sowohl beim FC Bayern als auch bei der Nationalmannschaft. Ja, dass wir einfach allen zeigen wollen, dass wir es besser können. Spürst du da wirklich eine Veränderung, wenn du dann an die Sebener Straße gekommen bist? Ist es eine andere Einstellung als 2016, 2014? Man muss sich eigentlich immer fokussieren. Das kann man jetzt nicht so vergleichen, dass man das an Werten ablesen kann, am Motivationswert. Aber natürlich kann ich mir schon vorstellen, wenn du als die Weltmeisterschaft gewonnen hast. Hey Renato, Junge. Okay. Ja, alles gut. Ja? Ja, gut, danke. Bei dir auch? Läuft, sieht man, ne? Nee, und du bist gerade frisch Weltmeister, dann kommst du natürlich mit einer gewissen Entspanntheit hier rein und denkst dir vielleicht, ja gut, jetzt Läufe, weiß ich nicht, wir sind auch und dementsprechend ist man schon sehr ehrgeizig, auch was die Extraschichten betrifft und ja, das wird man dann sehen, ob sich dann das auch in Ergebnissen ummünzt, weil fleißig waren wir beim DFB auch, das kann ich versichern. Ich glaube, es war sogar auch das längste Vorbereitungstrainingslager aller Zeiten und trotzdem sind wir ausgeschieden. Deswegen im Fußball ist alles möglich und alles schwer zu begründen. Jetzt hast du schon erwähnt, Peter Hermann ist wieder da. Ihr habt mit ihm viel trainiert in der letzten Woche. Aber natürlich jetzt Niko Kovac, der neue Mann hier. Was erwartest du von ihm in der Saison? Was sind auch deine ersten Eindrücke von ihm, den du ja auch gekannt hast schon? Ja gut, für uns ist jetzt auch, für uns Spieler, die jetzt nicht in Amerika dabei waren, ist jetzt auch die nächste Woche im Trainingslager auch ein Kennenlernen. Man wird sich austauschen, man wird sich auch mal unterhalten, man wird sehen, welche Vorstellungen der Trainer von der Mannschaft hat, wie er Fußball spielen lassen will und diese Abtastphase wird es jetzt geben. Aber grundsätzlich ist er selbst Spieler gewesen, Robert Kovac ist auch Spieler gewesen, das heißt, man hat schon auf jeden Fall eine Ebene, wo man sich treffen kann und alle wollen den Erfolg des FC Bayern, das ist sowieso klar und deswegen sollte man da schon eine positive gemeinsame Linie finden. Letzte Frage, jetzt geht es nach Tegernsee, ins Trainingslager. Das ist eigentlich genau deine Umgebung, Berge, schöne Seen. Freust du dich darauf auch so ein bisschen oder ist es eigentlich egal, weil es geht nur noch um den Trainingsplatz jetzt? Ja, die Region ist natürlich sehr schön und ich kenne die Region auch, wohne nicht weit davon entfernt, aber ich denke, wir werden mehr den Trainingsplatz und
das Hotelzimmer sehen, als jetzt hier Bötchen fahren und ein bisschen nach Fischen tauchen. Dementsprechend also es ist schön, dass wir mal in Bayern ein Trainingslager machen. Andererseits wird es mindestens genauso anstrengend. Und wenn man jetzt die Temperaturen für die nächsten Wochen sieht, also wir dürfen uns Kalt anziehen. Ja, so ungefähr. Alles klar, wünsche dir trotzdem viel Glück, viel Ja, Erfolg, super. auch in der Vorbereitung und für die Danke. neue Saison natürlich. Merci. Alles Gute, vielen Dank. Jo. Ciao. Ciao.